Ja. Ein Ehepaar sollte noch im Flieger kommen heute, die noch keine Karten haben. So sind die wohl nicht gekommen. Da können das auch keine 30 sein. Erstmal schönen guten Tag und herzlich willkommen auf Helgoland. Wir freuen uns immer, wenn wir Gäste hier begrüßen dürfen, denn schließlich lebt ihr sogar davon. Ja. Mein Name ist Rolf Bledel, bin kein gebürtiger Helgoländer. Unsere Generation konnten hier gar nicht geboren werden. Vom 21.04.45 bis Mitte 54 war die Insel evakuiert bzw. im Wiederaufbau. Die ersten Familien sind erst 54 wiedergekommen und die erste Geburt war erst 55 wieder auf Helgoland. Aber ich lebe jetzt seit knapp 40 Jahren auf diesem Felsen und so nach 10 Jahren vermisst man das da drüben nicht mehr. Diese erste Grinsen beim Frühstück, wenn die Verkehrsnachrichten kommen. Ja, richtig. Vor 250 Millionen Jahren begannen die Kontinente auseinanderzudriften. Helgoland steht auf einem Salzstock und dieses Zechsteinsalz begann vor 60 Millionen Jahren aus großer Tiefe aufzusteigen und im Buntsandstein die Kreide und den Muschelkalk nach oben zu drücken. Das war abgeschlossen vor 2 Millionen Jahren. Helgoland stand in einer Ausdehnung von 8 Kilometern Länge, 4 Kilometern Breite mit 2 Bergen in einer Geestlandschaft. Wasser hatten wir damals noch nicht. Die letzten 3 Eiszeiten, die wir hatten, Elster, Saale und Wachseleiszeit, begannen vor 480.000 Jahren, endeten vor 11.800 Jahren. Und durch das Geschiebe und den Frost erhielt die Insel die Form, die sie bis zum Zweiten Weltkrieg hatte. Die Form, die sie heute hat, hat sie Adolf Hitler und den Engländern zu verdanken. Denn wenn er nicht aufgerüstet hätte, hätten die nicht gesprengt. Die Düne sah früher auch ganz anders aus. 1/3 der heutigen Düne ist original. Und zwar überwiegend, also nicht überwiegend, der vordere rechte Teil von hier aus gesehen. Von der Insel war eine Verbindung, der Wall, Schotter und Sand war das. Und der hintere linke Teil der alten Düne, das war ein hochaufragendes Kreidekliff, das Wittekliff. Und das schützte diesen Wall gegen Marineangriffe. Die Helgoländer hatten nicht viel Geld, sie haben die Kreide abgebaut, als Baustoff nach drüben verkauft. Teile sind natürlich auch durch Erosion zerstört worden. Aber dadurch wurde der Wall über mir den Naturgewalten preisgegeben. Er ist 1708 das erste Mal überspült, 1711 ist der Rest vom Hohen Witten Kliff weggebrochen, 1415 dann nochmal überspült und in der Silvesternacht 1720 auf 21 im schweren Orkan ist er durchgegangen. Seitdem haben wir hier die Gesamtrede mit ungefähr 6 Metern Wassertiefe im Mittel und das ist auch der Grund, weshalb die Kreuzfahrer uns nicht fest ins Programm aufnehmen können. Die meisten gehen über 6 Meter tief, genau wie Astor auch. Und die müssen mindestens auf der 10-Meter-Linie liegen bleiben. Und die ist ungefähr da, wo Astor liegt. Und im Süden ist sie auch vor der Insel. Und wir wissen ja nie, was haben wir für Wind und Wellen. Deshalb können sie Helgoland nur ganz sporadisch anlaufen. Man hat 1934 das zweite Mal begonnen, den Ausbau und die Bewaffnung der Insel zu planen. 36 mit dem Bau. Und von 36 bis 38 die Düne zur heutigen Größe aufgespült. Und das Nordostland. Von hier aus gesehen in X-Form waren während des Krieges 2 Start-Landebahnen dort drüben. Denn alle Bomberverbände, die das damalige Reichsgebiet einflogen und bis einschließlich Berlin bombardiert, sind über Helgoland reingekommen und auch wieder rausgegangen. Zum Anfang lag dort eine Staffel Me 109 und zum Schluss war auch noch die Messerschmitt 262er stationiert. Allerdings die Trägerversion, die kleinere Ausführung. Ich meine auch nur eine. Pilot war Helmut Lehrlatz. Nachdem beides aufgespült war, begann man mit einem Wahnsinnsplan, der Gott sei Dank nichts geworden ist. Der zweite Damm hinten links, Dünendamm Ost, wir nennen das Ding I-Punkt. An der langen Anhang geht der Inseldamm Nord raus. Man wollte in Form einer Hummerschere 4,5 Kilometer in die See den größten eisfreien Kriegshafen Deutschlands bauen hier. Die Düne mit 0,7 Quadratkilometern Größe sollte um das 10-fache nochmal in die See gebaut werden und die Insel mit 0,95 Quadratkilometer um das 4-fache. Eine ökologische Katastrophe für die ganze deutsche Bucht wäre das gewesen. Man hätte eine einmalige, unwiederbringliche Unterwasserlandschaft weggesprengt oder zugeschüttet. 1941 haben sie den Bau eingestellt, Frankreich war überrannt und sie haben das Geld in den Ausbau der französischen Häfen gesteckt und uns hier Gott sei Dank in Ruhe gelassen. Hier war früher die Nordostecke. Von der Helgolandflagge auf der Ecke bis zum Hafen runter und dann ungefähr Höhe Fahrstuhl wieder ran. Ein steil abfallender Fels und so ziemlich der tiefste Punkt des Oberlandes. Hier lief das meiste Oberflächenwasser runter. Und dadurch wurde der Fels immer poröser. Wilhelm II, 1890 hat er die Insel übernommen
Gleich danach haben sie 2 Drainagerohre reingesetzt, um das Wasser abzuleiten, und eine Stützmauer gebaut. Da waren Räumlichkeiten drin, haben sie zwischen den Kriegen als Lagerräume genutzt. Man hat dann 1941 den Zivilbunker gebaut und über diese Stützmauer die Spirale, den Eingang in den Zivilbunker. Einmalig auf der Welt damals waren 2 gegenläufige schräge Ebenen, die nach oben führten. Hatten einfach den Sinn, in kürzester Zeit die doppelte Anzahl Menschen reinzubekommen. Und Spirale hieß das Ding, weil sie die gegenläufig wendeltreppenförmig um die Abflussrohre gebaut haben. Helgoland hatte und hat zum Teil noch auf 0,95 Quadratkilometer 13,8 Kilometer Bunkeranlagen. Der Fels ist ausgehöhlt wie so ein Schweizer Käse. Die obere Ebene mit 3 bis 5 Metern Erdabdeckung, die ist komplett weg. Mittlere Ebene 16, 18 Meter, gehen wir gleich rein. Und die untere Ebene 32 Meter. Und man konnte aus der mittleren Ebene über die Spirale in die untere gelangen und dann unterirdisch bis in die Südspitze rein, bis in die Raumanlage. Und von dort aus natürlich bis zur Nordspitze hoch, unterirdisch. Im November 1947 haben die Engländer 4000 Kisten Sprengstoff hier in die Ecke gepackt und haben sie komplett weggesprengt. Wenn wir gleich runterkommen, 97 Stufen runter, 91,5 wieder hoch. Das ist nicht so schlimm. Wir sind zum Entschleunigen hier. Wir haben uns geübt. Hallo. Und wenn wir wieder rauskommen, geht kein Flieger mehr. Die Schiffe sind sowieso schon weg. Und Essen gibt es bis 9:30. Also muss keiner anfangen zu hetzen. Aber der Weddingenstollen, der ist sehr eng. Der ist nur 1,35 breit. Da oben ist Luft genug. Aber wenn jemand an Klaustrophobie oder Ähnlichem leidet, sollte es sich überlegen. Allerdings, alle Türen gehen von innen auf. Wer möchte, kann selbstverständlich jederzeit den Bunker wieder verlassen. Ja, die Damen brauchen sich keine Gedanken zu machen. Bei mir sind bis jetzt bloß 3 Männer umgekippt. Und das weiß Gott kein Vergnügen, einen Menschen, welchen Geschlechts auch immer, über 90 Stufen nach oben schleppen zu müssen. Aber das tue ich mir auch nicht an, dann rufe ich die vorher. Ja, richtig. Hallo. Unser Maulbeerbaum. Auf dem Schild steht, er ist über 150 Jahre alt. Aber da stand auch schon drauf, als ich auf die Insel kam. Er hat alle Angriffe und Bombardierungen überstanden. Die Früchte sehen ähnlich aus wie Brombeeren. Wenn sie reif sind, genauso dunkel. Und wenn sie denn reif sind, dann sind sie auch zuckersüß. Die Süße ist natürlich ganz oben. Und wir gehen gleich unter dem Baum durch und sind dann unter der Veranda, unter dem Weinkeller des Hauses Wolfsburg an der tiefsten Stelle. 18 Meter Tiefe. Es geht kurz vorm Kirchhof rein. Bis hierhin, das ist der Fuchsbaum mit 75 Metern. Da kommt der schmale Weddingen, schräg hoch Richtung katholische Kirche, 158 Meter. Einmal rechts um die Ecke, einmal links um die Ecke. Sind wir in der Küche bei den kalten Platten und sind auch durch. Bei der Freigabe 52 war das nur noch ein Baum stumpf. Aber da kamen ein paar Zweige raus und da waren grüne Blätter dran. Und das symbolisiert so ein bisschen den Überlebenswillen der Insel. Ist das einzige Holzgewächs auf Helgoland, das unter Schutz gestellt worden ist. Und im alten Helgoland stand er im Garten des Pastorats. Er ist nicht umgesetzt worden. Hier hatte der Karg ja früher seinen Acker. Und die ist gut im Stern, eine BVB-Fahne. Wir sind 10, aber nur einer benutzt ihn. Gegenläufiges Treppenhaus nach unten. Auf der rechten Seite sind 2 Eingänge. Gehen Sie bitte in beide Eingänge rein, auch bis ins Treppenhaus, aber noch nicht nach unten. Ich möchte anhand der Karten da oben noch ein bisschen was erläutern. Ich komme immer als letzter rein, weil der Schott nicht macht. War schon ein paar Jahre her. Ist mir eine Truppe komplett abgehauen. Nach unten. Und man muss sich die ganze Bunkerführung umdenken. Und das als Beamte. So feuchter wäre. Im Winter ist der Knochen trocken.
aber wir gehen über Estrichstufen und die können glatt sein. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie die Treppen runtergehen. Der Vorteil ist ja alles hell. Das ist doppelt. Wir sind hier im Schulbunkereingang. Oben war die graue Schule, daneben die rote Schule. Und wenn wir diesen Gang dort draußen ein Stückchen weitergehen, auf der linken Seite am Ende war ein weiterer Zugang. Der kam vom Schulhof. Also wenn Alarm war, konnten die Kinder auf dem kürzesten Weg hier in den Bunker gelangen. Das Wichtigste für die gesamte Anlage war hier in der Südspitze die Raumanlage. 32 Meter Erdabdeckung mit der Batterie Jakobsen. Jakobsen war Inselkommandant von 1913 bis Beendigung des Ersten Krieges. Und dort war alles untergebracht, was man benötigte, um im Bunker überhaupt leben zu können. Ein Hospital, Großküche, Großbäckerei, Lagerräume, Aufenthaltsräume, Werkstätten, teilweise in 3 Etagen. Und die untere Etage war fast Höhe Meeresspiegel. Die Panzerzentrale hier, die versorgte den Bunker mit Strom. Mit Ausbruch des Ersten Krieges ließ Wilhelm II. Die gesamte Bevölkerung von der Insel nehmen, hat sie ins Hamburger Randgebiet bringen lassen, in den sogenannten Speckgürtel, und er schickte 4000 Soldaten hier auf die Insel. Die haben die Häuser bewohnt, verwohnt und ausgeräumt. 11. November 18 war der erste vorbei, im Dezember ist die Bevölkerung wieder gekommen und sie standen eigentlich vor dem Nichts. Aber der Helgoländer sagt, dann bleibt wer drin, also Hauptsache wieder zu Hause. Mit Ausbruch des Zweiten Krieges war es nicht eingedacht, die Zivilbevölkerung zu evakuieren und die Unterlandzentrale hier, die versorgte den zivilbebauten Teil der Insel mit Strom. Es gab damals nur Treppen, die das Oberland mit dem Unterland verbanden, und ab 1886 einen dampfgetriebenen Fahrstuhl. Aber es gab keine Straßen wie heute. Um schwere Lasten nach oben befördern zu können, hat Wilhelm II. Bereits 1890-91 hier einen Schrägaufzug bauen lassen. 185 Meter lang. In dem Tunnel lief eine zahnradgetriebene Lorenbahn, die zusätzlich noch von Stahlseilen gezogen wurde. Hier ist heute das Zollgebäude auf der Binnenhafenmole. Und so ungefähr hier ist die, wie wir sagen, Euterbahn, die bunte Kuh. Die Bewaffnung auf der Südspitze 10, 5, 12, 8 und 17 cm. Es gibt eine Faustregel. Pro Zentimeter Geschossdurchmesser 1 Kilometer Reichweite. Ganz oben im Norden war die Batterie Nordspitze, die 10,5. Und dahinter die Batterie Schröder. Admiral General war der, führte 2 Titel und ein Marinekorps in Flandern während des Ersten Krieges. Das waren die 30,5 cm. 1913 war Klub gebaut, sind dann nach Wangerooge gekommen. Dann hat sie 36 hier auf die Insel geholt und eingebaut, um ein Rohr, 11,90 Meter Länge, mit dem Schrägaufzug nach oben zu bringen, benötigte man gut 36 Stunden. Jedes Geschütz war 15,25 Meter lang und wog 175 Tonnen. Mit den 405 Kilo Geschossen reichten sie 32 Kilometer und mit den 250 Kilo Geschossen fast 52 Kilometer. Helgoland hatte die Feuerkraft einer kleinen Flotte, konnte bis in die Elbe und in die Weser reinschießen. Und da wollten die Alliierten auch rein, aber die wollten keine Flotte im Nacken haben. Deshalb musste die Insel erst platt gemacht werden. Ab 36 durfte sich die Zivilbevölkerung ausschließlich im zivilbebauten Teil der Insel aufhalten und auf einem kleinen Stück des Oberlandes. Die durften nicht auf die Düne, die durften nicht auf Nordost, nicht aufs Oberland und auch nicht auf den Südhafen. Und wenn heute noch mal jemand kommt, will einer Helgoländerin und einem Helgoländer verbieten, auf ihrer Insel irgendwo hinzugehen, der kriegt Ärger.
Und ab 36 waren teilweise über 10.000 Menschen ständig hier. 200.000 Einwohner, 1.500 Soldaten. Und der Rest waren Arbeitskräfte. Und das waren weiß Gott nicht alles Freiwillige. Es gab eine russische, eine polnische, eine tschechische, eine niederländische, eine belgische und später auch noch eine italienische Kompanie Zwangsarbeiter hier. Und die durften bis kurz vor Ende des Krieges bei den Angriffen nicht mit in die Bunker rein. Und wenn hier was sein sollte, dann wäre der Laden schon dicht. Das hat übrigens ein Koch verpasst. Wir haben gefragt, warum wir den Koch. Aber wir haben jetzt eine Anlaufstelle. Ja, das hat mir nicht. Ganz früher hieß Helgoland Aberlust oder war sie Leider. Sie wurde seit dem Obergott der damaligen Friesen Versegesland genannt. Daraus wurde Heiligland und daraus wurde Helgoland, so hat sich der Name entwickelt. Aber es war überwiegend ein freies Friesenvolk, bis 1624 die Dänen kamen, Helgoland einnahmen. Es wurde dann im Altonaer Frieden von 1689 dem Herzogtum Gottorp übergeben. Da den Dänen 1714 aber schon wieder leid, der Wall war noch da. Sie sind auf der Düne gelandet, haben dort ihre Kanonen aufgestellt, die Bevölkerung zur Übergabe aufgefordert. Die haben es verweigert, sich auf die Klippe gerettet, die Insel wurde beschossen und als die Häuser brannten, haben sie dann doch übergeben. Ausschlaggebend für die englische Zeit war die Schlacht von Trafalgar am 21. Oktober 1805. Napoleons Flotte wurde vernichtend geschlagen und er wollte sich an England rächen, er wollte England aushungern. Hat im Jahr darauf, am 1. Juli, das Berliner Dekret erlassen, die sogenannte Kontinentalsperre, sinnigerweise ein paar Tage später den Frieden zu Tilsit geschlossen, sodass der Russe mit drin war, als Großlieferant von Rohstoffen für England. Spanien, Portugal, Italien schlossen sich an. Preußen, Österreich, heutige Benelux, waren überrannt. Die einzige Möglichkeit noch Waren nach England zu bekommen, war hier das dänische Helgoland. Und es begann eine der reichsten Zeiten. Bis zu 100 Frachtensegler auf der Reede. Jeder freie Raum wurde zu Rentenpreisen mit vermietet. Helgoland wurde damals auch Klein London genannt. Das war übrigens der größte amtlich geduldete Schmuggel, den es je gegeben hat. Geschmuggelt haben sie immer, aber nie amtlich geduldet. Als im Jahr 1807 der dänische König dann androhte, mit dicht zu machen, konnte England gar nicht anders. Eine größere Flotte mit 10.000 Soldaten ist nach Kopenhagen gesegelt und eine kleinere Flotte unter Admiral Falkland tauchte hier vor der Insel auf und als die letzten 26 dänischen Besatzer hinkommen sahen, sind sie kampflos nach Hause gefahren. Kontinentalsperre blieb noch bis 1814 und dann begann eine der ärmsten Zeiten. Denn der Kontinent war dicht. Sie konnten keinen Handel mehr treiben, das Loswesen für Elbe-Weser, Jade und Eider waren sie losgeworden zwischenzeitlich. Viele Familien sind damals abgewandert, überwiegend in den Elbe-Weser-Raum und nach Eiderstedt. Man muss sich was einfallen lassen. 1826 haben sie das Seebad gegründet. Ende der 20er Jahre kamen bereits die ersten Schiffe und die brachten überwiegend den Adel und das reiche Bürgertum. Und damit kam wieder ein bisschen Geld auf die Insel. 1841, ein Lied der Deutschen hier geschrieben. Von einem Deutschen auf englischem Boden mit einem österreichischen Komponisten. Also Helgoland war damals schon international. Ich habe gelesen, er hat in der ersten Fassung, die er einreichte, in der zweiten Strophe von einem fürchterlichen Saufgelage geschrieben. Die hat er noch mal ändern müssen. Ich kann vom Glück sagen, dass er die dritte geworden ist. Wilhelm II hatte den Nordostseekanal fast fertig, Wilhelmshaven war fast fertig. Und hier saß seine Großmutter Victoria als Königin von England.
Und die sollte nicht sehen, wenn die Flotte in die Nordsee geht. Man hat Verhandlungen mit England aufgenommen, ist sich einig geworden und am 1. Juli 1890 geschlossen begann man mit den Verhandlungen. Und zwar offiziell heißt der Helgoland-Der-Bunker-Vertrag Caprili-Vertrag. Leo Graf von Caprili war Reichskanzler von 1890 bis 1894 als Nachfolger von Bismarck. Und er hat für Wilhelm II den Vertrag ausgehandelt und auch unterzeichnet. Die In diesem hier standen Etagenbetten, da waren Stellagen drauf. Und damit man natürlich mit 6 Doppelbetten, natürlich 6 Säuglinge angegeben. So geschehen einer Kollegin vor einiger Zeit. Sie und ich, wir sind die Einzigen, die auch Babys mitnehmen, weil wir wissen, dass wir nicht mal genauso waren. Die anderen haben es alle vergessen. Mutter- und Kinderraum, hier Luftschutzwagen. Da stellt Bundesamt für Kartografie und Geodäsie Frankfurt ab und zu Messgeräte auf. Wie alle tektonischen Klappen arbeitet die, auf der wir stehen, natürlich auch noch. Die Insel verschiebt sich noch jedes Jahr um 8 mm Gänse. Wird auch stimmen. Sie sehen, der Wald ist noch da, das hohe Cliff, das ihn schützen sollte. Und die beiden können gerne auf die Bänke steigen. Und die beiden Ahnen, Ambrummer und Sulter würden Otte sagen, friesisch für eine Landzunge, bildeten den Nordhafen und den Südhafen. So nennen wir hier die Gewässer heute noch. Aber die da oben, die kann nicht stimmen. Denn vor 4600 Jahren waren die Gletscher der letzten Eiszeit abgeschmolzen und je nach Erdoberfläche hatte sich der Meeresspiegel um 80 bis 120 Meter gehoben. Vor 1200 Jahren muss die insulare Lage gegeben gewesen sein. Dass da eine Sandbank ist, das wissen wir. Das ist die Lorelei. Genau die Richtung, die wir gehen hier runter, 4 Seemeilen raus, 12 bis 16 Meter Wassertiefe, ist eine reine Sandbank. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einem Geologen darüber gesprochen und er sagte, da kannst du gerne 30 Meter tief buddeln, das ist aber noch Sand. Und wenn wir den Weg benötigen, dann holen wir uns dort auch was. Auf der Bühne stand Ende der 60er noch in den Dünen drin. Und das erste Bühnenrestaurant nach dem Wiederaufbau, das so schön klar war das Oberland mal, nicht? Wenn man sich das heute ansieht, zerbombt und zersprengt. Westseite der Südspitze war ein Eingang in die Bunker. Wilhelm II hat bereits Bunkeranlagen reintreiben lassen. Und hier, die haben sie nicht orten können, sind Straßen und Gassen entlang geflogen und haben Jagd auf die Zivilbevölkerung gemacht. Neben Erwachsenen wurden bei dem Angriff 5 Kinder erschossen. Und danach durften die Mütter mit den schulpflichtigen ABC-Schutzanzügen versehen. Und diese Schächte hier in der Wand, Sie haben vielleicht gesehen, im Eingangsbereich zum Treppenhaus, da sind Stahlschalen. Waren an Ein- und Ausgängen, wenn der die letzte drinne war, der wurde nicht zugemacht und die Vorlage vorgelegt. Und er musste hier zwangsB und entlüftet werden. Und das sind die Schächte. Die B- und Entlüftungsanlagen waren in der Spirale untergebracht. Die ersten Bomben, die im Zweiten Krieg auf deutschen Boden fielen, sind am 1. Advent, am 3.12.1939 hier auf Helgoland runtergekommen. Ich sagte eben, die Bevölkerung verteilt auf über 150 Orte in Norddeutschland. Die es miterleben mussten, habe ich gefragt und von den meisten kam zurück, wer Glück hatte, blieb an der Küste und wer Pech hatte, kam in den Kreis Pinneberg. In der ersten preußischen Gebietsreform von 1932 ist festgelegt worden, die Insel Helgoland wird in den Landkreis Pinneberg eingegliedert. Deshalb fahren wir hier PI. Und Ja.
Im nächtlichen Rauchpilzen schießt der Qualm empor zum Himmel. Die Erfolg ist dieser Druck. Wir wissen, diese mächtige Demonstration ist Erfolg. Die 6.000 bis 7.000 Tonnen Sprengstoff nach Römer der Insel sind in die Luft gegangen, bis es nach Ziel zerstört ist. Wir hoffen nur dabei, dass ein Teil der Insel erhalten geblieben ist, dass sie für die Helgoländer später wieder bewohnbar ist. Eine im Norden sehr wohlbekannte Stimme. Hermann Rockmann vom NWDR hat ja noch Sportstudio und Schaubude moderiert, der Einarmee, ein ganz sympathischer. Wieder der 18.04., diesmal 1947. 2 Jahre hat man benötigt, um aus dem ganzen Kriegsgebiet Sprengstoff und Munition anzuschaffen. Churchill hat vorhin in einem Interview in New York noch gesagt, wir werden die Insel wegsprengen, dass nur ein Steinhaufen nachbleibt und den Rest erledigt die See. Aber der offizielle Sprengbefehl sagt ganz klar, alle militärischen Anlagen, also die sprengen über die ganze Insel, die haben die Stellung vollgepackt. Dann der U-Boot-Bunker und alle verbundenen Bunkeranlagen. Und denken Sie an die Raumanlage der Südspitze. Nur dort rein haben sie gebrannt. 4.000 Torpedoköpfe, 9.000 Wasserbomben und 91.000 Granaten aller Kaliber. Lieutenant Commander Mildred auf dem Kabelleger Lasso, 9 Meilen vor der Insel liegend, löste mittags um 1 die größte gewollte nicht-nukleare Sprengung der Menschheit mit 6.700 Tonnen aus. Und da man nicht wusste, wie stark die Druckwelle sein wird, war die gesamte Küste aufgefordert, Fenster und Türen zu öffnen. Und Teile von Wilhelmshaven haben sogar noch evakuiert. Aber ich weiß von dem, der mit der Gruppe vor uns durchgegangen ist, der war das, Olaf Olsen. Der hat hier als 6-Jähriger gesessen. Die Familie war evakuiert nach Cuxhaven, wie mehrere andere auch. Er sagt, wir Helgoländer Kinder haben auf dem Deich gestanden und auf den großen Knall gewartet. Ein leichtes Grollen in der Ferne. Aber was man gespürt hat, das sagte mal ein Gast, den ich mit in der Führung hatte, das haben wir sogar in der Heide noch gemerkt. Das war die Erschütterung des Bodens. Und was man an der ganzen Küste sehen konnte, war hier, über 2 Kilometer hoch, Sprengdicht. Denn oft, und an dem Tag war es so, und oft am 18.04. haben wir Bombenwetter, Sonnenschein, strahlend blauen Himmel und gute Sicht. Er steht im Sprengbefehl ausdrücklich drin. Nicht zu sprengen ist alles, was der Zivilbevölkerung dient und die Hafensicherheitsanlagen. Wenn die 13,8 Kilometer Bunker vollgepackt hätten, auf 3 Ebenen, dann wäre die Insel auch weg gewesen. Sie wollten sie so herrichten, dass sie nie wieder bewaffnet werden kann. Und da hätten sie uns ja bloß Fragen gebraucht. Da wo das Gewölbe aufhört, da oben ist der Maulgebaum. Hinten ist die tiefste Stelle. Die Telefone, die hier überall hängen, ich muss hier noch eine Sache mehr machen. Wir sind zu viel, um im Berlin stehen bleiben zu können. Die Telefone, die hier überall hängen, sind nicht original, aber die funktionieren alle. Wir haben wie immer an dieser Stelle die für einige noch recht traurige Mitteilung, die geht leider kein Handy. Am Eingang zum Wedding hängt ein Thermometer. Wir haben das ganze Jahr zwischen 14 und 16 Grad hier unten. Wir machen uns auf 15 Uhr ein. Schleswig-Holstein hat vor Beendigung des Krieges 1,2 Millionen Einwohner. Nach Beendigung des Krieges 2,4. Jetzt kommen 2000, ja, der Teil war ja schon drüben, 2500 Helgoländerinnen und Helgoländer. Da stand keiner, der sagte, endlich seid ihr da, wo wollt ihr hin? Die mussten sehen, wo sie unterkamen. Helgoland-Beauftragter des Kreises Pinneberg war unser Altbürgermeister H.P. Rigners. Unterstützt bei seiner Arbeit wurde er von James Grüß und dessen Schwester Ernie, die hieß aber nicht mehr lange Grüß, der hieß sie auch Rigners, leider vor ein paar Jahren gestorben. Tolle Frau. In der ersten Nische eine Skizze der Westbunkeranlage, in der zweiten eine Aufnahme des Unterlandes bei der Freigabe 52. Die großen Gebäudereste links, das war die erste 1892 gegründete Meeresbiologische Anstalt. Und in der dritten eine Aufnahme des Oberlandes nach dem Angriff 45. Ich gehe schon mal voraus in die Küche zu den kalten Platten. Und wenn Sie sich das angesehen haben, kommen Sie bitte in die Küche hinterher. Wir müssen noch kurz aufbauen. Und dann sind wir auch durch. Aber
geht ja unheimlich weit rein und man hat ja eigentlich immer nur diese Eingänge. Ja, hier sieht man es. Ja, aber der ist ja, da muss ja ein Teil von irgendwie weggeschafft worden sein. Das ist ja unendlich viel davon. Das habe ich auch schon mehrere gefragt, ob es ein bisschen wohl auf Helgoland Der Bunker ist. Guck mal, das sind die Flieger. 7.000 Stück. Das ist mal hier auf Helgoland. Das ist völlig interessantes Ding. Meine Akku ist leer, ich kann keine Fotos mehr machen. Ach du Scheiße. Also ich muss mehr filmen jetzt. Ja, damit das Wasser hier abfließt. Also, die Stelle wird in der rausgelassen. Das ist wieder trocken, der Teil. Ja, macht aber auch Sinn. Über dem Eisen. Nicht glitschig, rutscht also über den Gesicht. Ach Gott. Ein Blitz. Das werde ich mir das biologisch anstellen. Gott sei Dank endlich. Bunkerinsassen erfolgte über die Großbäckerei und Großküche in der Raumanlage. Die ersten Männer, die wieder zurück nach Helgoland kamen, die kamen auf die Düne, die wurde als erstes wieder hergerichtet. Und man konnte sich im Sommer 52 auf der Düne bereits einmieten. Es gab ein Zelthotel. Auf der linken Seite von der Insel aus gesehen. Wie viel da gestanden haben, hat mir noch keiner sagen können. Ich habe eine Luftaufnahme und zählen kann ich 120. Aber die ist nicht komplett. Denn es kamen schon Schiffe, regelmäßig noch nicht. Übrigens der erste, der nach der Freigabe mit Gästen nach Helgoland gefahren ist. Es werden immer andere Namen genannt, aber ich weiß, das war Hans Schramm aus Brunsbüttel. Reederei Schramm, der hatte die Hamburger Staatsjacht Hamburg erworben, das war ein Dampfsegler und mit dem ist er hergefahren. Denn ich Boah. Da stach dir ins Auge. fehlt doch noch eine, die keine Kerle hatte. Und ich habe im ersten Jahr alle höhergestellten Persönlichkeiten, die nach Helgoland gekommen sind, geführt. Und
ich mit dem Joschen gefragt, wenn man hier überall lang läuft, ob man da irgendwo die eine oder andere erwischt. Also